Kicks to James. 4 on the shot clock. Here's Milicic. No. Get it to go. And it's Memphis the other way. And it's Johnson picking him up. Here's Gay. Can't cut the lead to single digits. Nein! Oh. Ich hasse meinen Typen dafür, dass er so zu unfähig ist, einen Ball zu halten beim Dribbeln. Gut, das hat er den Block gemacht. And here is Ridenour. And Love backs in. Picked up by Battier. 4 on the shot clock. Here's Johnson. Connects on the baseline. Der macht den rein. Aber ich will noch unbedingt von meiner C wegkommen jetzt. Das nervt mich jetzt gerade so ein bisschen. 8 points for him. Mayo kicks to Gay. Fades back. Another miss by Gay. Well, he faded away on it for no good reason. He shouldn't have made that shot harder than it had to be. Here is Ridenour. Milicic backs down. Buries the short-range shot. Haben wir mal ein bisschen Verwirrung dort im Kopf so. Well, after having a tough time in the first, he's managed to turn it around nicely this quarter. Mayo kicks to Conley. Pass to Randolph. Now Mayo. Wieso bekomme ich Rudy Gay? Sag mir das mal. Wieso bekomme ich Rudy Gay als Gegner? Goes up, blocked. It's been all Timberwolves. It's a 16-point game. They put up a nice win against the Bucks the last time. One of the key elements in this one was naja, gut. They were able to get to the foul line. The ability to get to the foul line, to draw fouls, and then make foul shots. That was huge. Na kommt, Leute. Randolph backs in. Takes it up. Boah, das gibt's doch nicht. Wie kann sich der da zwischen zwei durchsetzen? Wieso muss ich gegen Rudy Gay spielen, Alter? Sag mir das doch mal. Wieso muss ich gegen Rudy Gay spielen? Rudy Gay ist der absolute Topstar von denen. Gut, zu schlecht im Block. Das finde ich jetzt ein bisschen gemeint, dass ich unbedingt mal gegen Rudy Gay spielen muss. Ey Junge, ich stehe komplett frei, hier ist kein Schwein. Jump shot good. Ridenour's got his second basket of the night. Oh ja, der ist schon wieder da hinten. Last season, Clark, I saw that his percentage fell just a bit. And you know, sometimes guys will just have a tough shooting season, but a lot of that has to do with shot selection and making sure. Ja, Alter, jetzt bekomme ich natürlich, jetzt wird mir abgezogen wegen persönliches Foul. Ich hindere ihn überhaupt nicht am Wurf. Leute, macht mal das Verwertungssystem mal bitte ein bisschen besser. Das ist echt unter alle Sau. Yeah, good question. So both. Here is Ridenour. The alley-oop. Flip. Juhu. Da habe ich dir extra den Block gestellt. Komme ich dafür wenigstens auch noch irgendwas? Well, putting it up there soft and throwing it down hard. Mike Conley and Tony Allen at the one Den Block zum Punkten gestellt. He's backed up by Randolph and Gasol inside. That's the lineup in the game for Memphis. Here is Flynn. He's got 11. They're harassing him for 94 feet with full court man-to-man defense. So, ich muss mal dahin. Zech. And here is Ridenour. And Allen picks him up defensively. Kept alive. James. Ja, wenigstens offensiv geworden und noch die Punkte gemacht. James has got 7 points in the game. Da habe ich den
Randolph etwas verpasst. Flynn against Conley. Here's Randolph, and that one falls, coming off Conley's feet. Ich kann ihn nicht mehr machen, als das Gesicht fast, aber die Hand ins Gesicht zu halten. Spielst du auch ebenso zu mir. The dump off, defended by Gasol. Off the pick, the shot's good from Randolph. He's got 12. He'll make that shot all game long. The defense has got to get over the top of that screen. Conley, the pass to Allen. From the wing. And the Grizzlies so viel Glück muss man jetzt noch haben. Here's Flynn. Now Ridnour. Roll it. Randolph, a screen on Allen. Here's Ridnour, and it's Randolph with the rebound. It's not been a day to remember, but if they get the win, Nein, ich nehme Randolph. Ich nehme Marke so. Bin euch krank. Conley against Flynn. Off balance shot. Conley's shot is off. Ich hasse es immer, wenn die Bälle nochmal oben nochmal im Ring springen. Nein! Well, the defense put pressure on him, and frankly, he'll miss some of those even when he's wide open. Ich hasse auch gegen Zach Randolph gerade zu spielen. Stimmt mir auch gerade zu gut. Goes up, and that one's good by Gay. Gay's got 13 points. That's a good job to recognize the mismatch and then take advantage down low. Ridnour against Allen. Da probierst du jetzt den Wurf. Fires top of the key, kept alive. Here's James, and he lays. Aber nicht so mit die Offensiv-Rebounds heute. James has got his third basket of the night. Snares the offensive rebound, then sends it home. Timeout called, the Grizzlies. Vielleicht wäre ich ja der Offensiv-Rebound-King. Das wäre mal was Neues. Neun Punkte, 5 Rebounds. Das war noch kein Assist, allerdings macht es auch nichts. Oh, jetzt wird er auch nicht gewechselt hier. Kevin Love kommt auf jeden Fall wieder rein. Beasley kommt rein. So soll es sein. The Pass. Haha, Ballbesitz. Ey, macht das jetzt auch? Die sind ja gemein. Just a 22-30 mark in conference play. It's been all Timberwolves. Johnson outside. Love against Gasol. Here's Johnson. Knocks it down from the elbow. Johnson's got 8 points. 73:50, das ist doch schon mal eine schöne Führung. They just can't break out of the pack in the West. Well, no question about it, Kevin, but you've got to play where you're planted. There are plenty of people who'd like to see a different playoff system that would allow the top 6 Gut, dass teams Kevin Love da war. regardless of record. I'm not one of them. 8 from each conference. That's how it should be. Here's Flynn. It's blocked. Now the Grizzlies with it. Let's check out what Doris Burke has for us. Kevin, who could have guessed the Grizzlies would play as well as they did last season? Zach Randolph was an all-star. The team was loaded with weapons. Coach Howland said to finally turn it around, make some noise, get the fans excited again and have the media talking about us. Man war fast schon wieder an B- dran und dann kommt wieder sowas. Guys, we'll see if this season they can take that next step. Let's hope so. Thanks, Doris. Tipped. Kevin, you know, they're still doing a pretty good job of limiting their giveaways. Blockt ihn. Da muss einer von euch hochspringen. Here's Flynn. He's got 11. Mayo against Johnson. He knew exactly where the ball was going and got a hand on it. Conley gets the bucket. Sehr gut. Coach, wie wäre es mal mit einer Auszeit? Wäre, glaube ich, jetzt das Sinnvollste. 2:52 left in the third quarter. And Love backs in.
Na gut, Kevin Love bringt uns wieder ins Spiel. Hat aber auch nur 12 Punkte bisher und 9 Rebounds, also so schlecht bin ich gar nicht im Vergleich zu ihm. Pass zu mir, pass zu mir. Pass nicht zu mir, pass nicht zu mir. Ja, gute Wurfdefense. Oh, Johnson wäre nicht so früh. War völlig unnötig. Da waren es nur noch 19 Punkte. Warum nehme ich gleich 2 Spieler in den Mangel hier? Los, 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 blocken, blocken, blocken. 2 Blocks in einem Spiel, ja, Baby. Randolph backs in. He's picked up by James. Oh, wenigstens ein gutes Foul gemacht. 2 Shots. Ja. Werde ich jetzt wenigstens rausgenommen? Ja. Gucken wir, ob ich überhaupt nochmal zum Einsatz komme. Da kommt für mich rein. Da kommt mir die Chips, okay. Ne, wir kommen nicht mehr rein, aber wir gewinnen. Und das zweite Spiel in Folge. Yeah! Subidubi. Und ich habe es nicht noch auf eine B geschafft. Beendet Spiel mit einem Matchwert von 10+. 2 der 3 Ziele wenigstens erfüllt. Oh, Meilenstein. Nicht so wirklich viele Punkte. Ihr seht schon, so viele Punkte bekomme ich hier nicht. Und mal schauen, was ich jetzt der Presse wieder mitteilen muss. Man hatte den Eindruck, als könnte sie heute nichts falsch machen. Und was ist das für ein Gefühl nach so einer hervorragenden Teamleistung? I'm really happy with the way the team played tonight. Everyone was on their game, everyone was contributing. These are the kind of games when everyone's in a good mood in the locker room afterwards, man. We're all hungry for the next challenge, but we just got to do what it takes to not let that feeling get away, you know? So, das Team hat heute Abend wirklich gut gespielt. Jeder war voll dabei. Jeder hat seinen Beitrag geleistet. Nach solchen Spielen ist die Stimmung in der Umkleide immer super. Das kann ich Ihnen sagen. Wir freuen uns auf alle auf die nächste Herausforderung, aber wir dürfen jetzt auch nicht überdrehen. Verstehen Sie? Natürlich verstehen wir das, lieber Jason James. So. Ach, stimmt, ich sollte mal irgendwie mal die Schuhe einsetzen. Naja, gut. Und 5000 Punkte haben wir auch schon mal. Diese werde ich auf jeden Fall demnächst nochmal verteilen. Mal schauen, wohin. Und ich speichere jetzt einfach mal ab. Und ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Aufnahme wieder, wenn es heißt NBA 2K11. Dann glaube ich sogar gegen einen größeren Gegner mal. Und bis dahin, ciao, ciao.